Was das Schöne für die Teilnehmer ist, ist ja, dass es ein ganz, ganz großes Angebot gibt, dass man also Sachen ausprobieren kann, zu denen man sonst nie käme. Man sollte einfach, glaube ich, Bock drauf haben, sollte das einfach ausprobieren wollen. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, kann man ganz viel Spaß dran haben. Hallo, ich bin die Uli und ich bin Kursleiterin beim Hochschulsportzentrum. Ich habe im Unisport als Teilnehmer angefangen, glaube ich, wie viele Kursleiter. Mit dem Beginn des Studiums hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dann hier mit Klettern anzufangen. Habe eigentlich so alle Stufen hier beim Hochschulsport durchlaufen. Zuerst Anfängerkurs, dann das Vorsteigen gelernt, das Vorsteigen draußen gelernt, dann den Unisport bei den Draußenangeboten eben unterstützt und darüber dann auch angefangen, die Kurse in der Halle zu geben. Als erstes besteht ja meine Aufgabe darin, den Leuten was beizubringen. Ich mag das gerne, bei so einem Entwicklungsprozess zuzugucken. Ne? Also in so einem Kletterkurs, vielleicht am Anfang sind die Leute noch skeptisch, ne? Komme ich da überhaupt die Wand hoch? Auch neugierig, ne? Wollen es unbedingt ausprobieren. Und man sieht, wie die Leute sich weiterentwickeln, manchmal auch über mehrere Semester. Manchmal auch, wie sie dann selber Vorsteiger werden, Kursleiter werden beim Unisport. Ja, und das finde ich einfach schön zu sehen, wie Leute sich irgendwie auch in den Sportarten immer Herausforderungen stellen und die schaffen und auch so ein Stück über sich hinauswachsen. Ich würde sagen, so richtig viel muss man gar nicht mitbringen. Man sollte einfach, glaube ich, Bock drauf haben, sollte das einfach ausprobieren wollen und sollte vielleicht auch so ein kleines bisschen den Willen mitbringen, so ein bisschen an die eigenen Grenzen gehen zu wollen. Jetzt nicht unbedingt nur sportlich, aber auch so, was das Thema angeht, irgendwie in die Höhe zu gehen oder mal ins Seil zu fallen. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man da viele Jahre auf viele verschiedene Arten ganz viel Spaß dran haben. Ich glaube, so eine ganz wichtige Aufgabe im Hochschulsport ist zu vermitteln, es ist nicht nur alles Ernst und Karriere, sondern es ist auch wichtig, Spaß zu haben, Privatleben zu haben, vielleicht auch irgendwie ein neues Hobby näher zu bringen oder im Fall des Rettungsschwimmens vielleicht sogar eine ehrenamtliche Tätigkeit. Was das Schöne für die Teilnehmer ist, ist ja, dass es ein ganz, ganz großes Angebot gibt, dass man also Sachen ausprobieren kann, zu denen man sonst nie käme. Ich habe das als Student sehr intensiv genutzt, dass man mal Turmspringen trainieren kann oder Trampolin oder eben auch mal Rettungsschwimmen. Man muss ja nicht mal ein Abzeichen ablegen, wenn man bei uns im Kurs mitmacht. Ich hatte einen Kletterpartner, der den Rettungsschwimmkurs besucht hatte. Und der hat da immer viel von erzählt und es klang interessant. Also es klang irgendwie spannender, als jetzt in der Schwimmhalle irgendwie so seine Bahnen zu ziehen. Und dann habe ich gedacht, dass ich das auch gerne mal ausprobieren würde. Ich konnte zu der Zeit noch nicht mal Kraulschwimmen und habe dann beim Unisport das Kraulschwimmen gelernt und bin dann schließlich in den Rettungsschwimmkurs gegangen, habe also auch hier beim Hochschulsport das Rettungsschwimmen gelernt. Bin dann dabei geblieben, zur Wasserwacht gegangen und jetzt bin ich schon seit einer Weile als Ausbilder wieder beim Hochschulsport gelandet dabei. Und das erste Wichtige ist, glaube ich, dass man Spaß am Schwimmen und am Bewegen im Wasser hat. Man sollte natürlich so ein paar schwimmerische Grundkenntnisse mitbringen, wobei das gar nicht so unfassbar viel ist, was man da können muss. Das kommt ein bisschen drauf an, welche Stufe ich ablegen will. Es gibt ja das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze und wenn es dann um die höheren Stufen geht, sollte ich bis zu einem gewissen Punkt das Kraulschwimmen beherrschen. Das allermeiste andere kann man üben im Kurs und weiterentwickeln. Aber ich sollte natürlich jetzt nicht wasserscheu sein und auch kein Problem damit haben, auch mal nicht nur zu schwimmen, sondern auch ein Stück zu tauchen. Am Anfang des Semesters stehen die Teilnehmer da, sind ganz aufgeregt und wollen wissen, wie ist denn das und kann ich das überhaupt schaffen und sind vielleicht sogar unsicher, schaffe ich denn das silberne Abzeichen überhaupt, soll ich nicht lieber eine Nummer leichter anfangen? Und am Ende schaffen es eigentlich immer so gut wie alle. Und das ist schön, das zu beobachten. Ein paar von den Teilnehmern machen dann auch im Rahmen der Wasserwacht weiter und das so zu beobachten und miterleben zu können, das motiviert mich. Zum einen ist es was, wo man selber Menschen helfen kann, also wenn man jetzt irgendwo in die Situation käme, sondern man verbreitet so das Wissen weiter. Laufe also nicht nur ich draußen rum, der irgendwo helfen könnte, sondern mit jedem Kurs 10, 12 Leute, die das auch können. Das ist schön. Spannend, gerade bei den Schwimmkursen passiert es immer wieder, ist, wenn plötzlich am Semesteranfang Teilnehmer dastehen, die gar nicht schwimmen können. Meistens ist das irgendwie ein ein Sprachproblem, das scheinbar, wenn man Rettungsschwimmen, ich glaube in den Google-Übersetzer oder wo auch immer eingibt, dann sowas wie Schwimmen lebensrettend rauskommt. Zumindest ging das mal aus so ein paar E-Mails hervor. Und es ist tatsächlich hin und wieder schon mal passiert, dass dann Leute da standen und wir erst mal aussortieren mussten, okay, nee, ist nicht der richtige Kurs. Meinen ersten
Vertrag mit dem Hochschulsport hatte ich, glaube ich, 2011 beim Klettern, damals als Vorsteiger für die Draußenkurse und richtig als Kursleiter seit 2012 und seit 2015 beim Rettungsschwimmen. Der Hochschulsport hat auf der Internetseite auch manchmal stehen, für welche Sportarten neue Kursleiter gesucht wurden. Und da lohnt es sich einfach mal Hallo zu sagen, einfach mal sich zu melden und mal zu schauen, ob das passen könnte. Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, dass man sagt oder Bescheid gibt, dass man da Lust drauf hätte. So ein gängiger Weg, das ist auch der, den ich eigentlich bei allen Sportkursen gegangen bin, ist, dass man selber Teilnehmer war, dass man irgendwie regelmäßiger Teilnehmer war und in irgendeiner Art und Weise dann die Leute kennt und zum Kursleiter wird. Aber wenn man jetzt schon Kenntnisse mitbringt, schon irgendwo im Verein Leute trainiert hat oder sich das zutrauen würde, also ein Trainerschein ist da auch jetzt in den meisten Sportarten erstmal keine zwingende Voraussetzung, dann lohnt es sich auch einfach mal nachzufragen. Ich bin jemand, der gerne auch mal, ja, sag ich mal, neue Kurskonzepte ausprobiert. Gerade jetzt mit diesen 8-Wochen-Blöcken, die es ja jetzt mittlerweile sind, ist das eine gute Chance, auch mal so Formate zu testen, die vielleicht nicht über den ganzen Kurs tragen würden. Bei den Kletterkursen habe ich jetzt dieses Semester das erste Mal ausprobiert, auch einen Kurs zum Thema Klettersteig zu machen, wo es einfach darum geht, zu schauen, auch den Leuten ein bisschen Hintergrund zu vermitteln. Wie kann ich mir da helfen, wenn mal was schief geht? Ich bin tatsächlich so in den Sportarten, die ich so beim Hochschulsport gebe oder unterstütze, auch privat unterwegs. Das heißt, ich gehe klettern, gehe auch draußen klettern, bin auch im Urlaub gerne mal in Klettersteigen unterwegs oder dann beim Canyoning, was ja nur so das Klettern mit dem Wasser ein bisschen verbindet. Das ist ja nur so meine zweite Leidenschaft. Trainiere auch privat eben beim Roten Kreuz in der Wasserwacht hier in Dresden. Mache das auch im Sommer an der Küste, an der Ostsee. Bin ja auch noch im Paddeln unterwegs, also vor allem so im Wildwasserpaddeln. Jetzt gibt es hier nicht so viel Wildwasser, aber man kann so verschiedene Dinge, ja, verschiedene Techniken, Bewegungen ja trotzdem auch trainieren, regelmäßig. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in meinen Arbeitsalltag als Kursleiterin geben. Wenn ihr das letzte Video der Reihe auf Arbeit mitsehen wollt, dann klickt hier. Und wenn ihr ein weiteres Video der TU Dresden sehen wollt, klickt hier. Und abonniert doch auch den Kanal und klickt auf die Glocke.